This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Don't do that. I know. Everything has gone to total shit, but you gotta live a little. You gotta allow, Hank. No, you're right, Dee. I can't think of any good reason why you wouldn't want your decision-making inhibited right now. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Wir lassen Tutorials hier. Nehmen unsere Mütze. Weggeworfenes Funkgerät. Zurücklesen. So, wir gehen mal raus. Nutzen unseren Wellenempfänger. Wahrscheinlich führt uns das zur Höhle. I don't know. Funkgerät ist aus. Der leider betrinkt sich wieder, aber höchstwahrscheinlich. Es geht safe zur Höhle, ne? So, wir müssen hier irgendwie runter. Ja. Hier lang? Oder da lang? Nee. Dann da lang. Ich glaube, wir sind falsch. Wo hätten wir denn sonst noch? Wir hätten links rumgehen können. Aber es ist ja eigentlich auch egal, ne? Wenn wir eh darunter jetzt jallern und dann links, dann dürfte das eigentlich auch klappen. Naja, wir müssen... Ich gehe doch mal den anderen Weg. Ich hoffe, das klappt. Weil er sagt ja auch rechts rum. Also hier. Mhm. Rechts. Ja, piep mal weiter.
Shit! What? Ah. Was zur Hölle? Wie untersuche ich denn jetzt den Rucksack? Wahrscheinlich in der Basis? Wir sind jetzt da, Medicine Wheel, dann gehe ich mal rechts rum. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Rucksack untersuchen soll. Deswegen gehe ich mal wieder zurück zur Einrichtung. Kann das sein, dass das Feuer näher kommt? Oder ist da jetzt ein neues Feuer erschienen? I don't know. Ich habe Angst. Nee, ist noch dasselbe Feuer. Ich hoffe, wir können es jetzt gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Untersuche den seltsamen Rucksack. Doch nicht richtig. Haben wir kein Inventar? Oder hat er den Rucksack jetzt fallen lassen? Sag mir jetzt nicht, er hat den Rucksack fallen lassen. Ich habe den jetzt mal gesehen auf dem Boden. Schub. Hä? Ist ja wild. Wo ist denn jetzt der? Musste hier unten sein. Okay. Kommen wir darüber? Please. Okay, das ist ja merkwürdig und da kommt er nicht runter, alles klar. Ja, leckt mich doch an die Binsen. I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked, and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you? It is not me. Oh my god, go. I'm going. What? Und deswegen konnten wir nicht rennen? Oh, warte mal.
wenn er da oben ist, dann müssten wir ihn ja jetzt sehen. Weil so schnell kann er, also dann müsste er fliegen. So schnell kann er gar nicht runtergehen. Und hier steht niemand. Entweder die verarscht ein oder I don't keine see Ahnung. anyone up here. He was just there. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Okay. Okay. Weil dass die Nerven langsam blank liegen, das ist verständlich. God, I think I'm gonna be sick. Burn the place down. It's going to be okay. We haven't Hab done ich anything gekriegt. wrong. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Ich hab Schiss. Ich hab Ted Reynolds mitgenommen. Als Verstärkung und so. Jetzt sollen wir endlich nach langer Zeit die Höhle durchsuchen. Die ist ja hier vorne dann. Da, wo das Plumpsklo ist. Jetzt laufe ich richtig. Hoffentlich. Jo. Weil wir gehen nämlich von oben rein. Okay. Ich weiß nicht, was das war. Ich laufe einfach, ohne nach hinten zu gucken. Hab jetzt auch keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Shortcut ist, weil ich habe das Gefühl, die Animationen hier dauern länger, als würde man einfach so runter laufen. Ich weiß es nicht. Falls ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das Spiel ist komplett aufgenommen. Deswegen kann ich auf Kommentare nicht eingehen. You didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. I don't even know how to call anyone other than you. And please, rest assured, I would have found someone with a better sense of humor a long time ago. Okay. Thanks. Okay. Die Höhle. 452. Schlüssel benutzen. What the hell?
Lichtstrahlen durchzwängen. Finde einen Weg aus der Höhle. Jesus, this is a big cave. Ah, okay, wir können gar nicht hier runter, okay. Yeah, big cave. So. Zwängen wir uns mal da durch. Ich hoffe, es kommen jetzt hier keine Jumpscares. Ich bin anfällig für den Scheiß. It's freezing in here. Okay, ich dachte, das sackt mir ein. Okay. Es ist wirklich freezing in hier. Is anybody down there? Ein Schuh? Oh, ich hoffe nicht von den Mädchen. I'm a bit scared. Please. Anyone? Aber warum können wir den Schuh nicht anfunken? Weil die besoffen ist oder was? Okay. Nur mal sicher gehen, ob wir da wieder auch zurückkommen. Ich hab mich gerade vor dem Schatten erschrocken, ne? Und wo sind wir? Okay. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Okay, hier geht es weiter. Ich check noch mal ganz kurz da die Lage. Aber ich glaube, hier geht's auch nicht weiter. Okay. Kinder? He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, I mean, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet 55 Foxtrot Lane, North Plated, Nebraska. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater. Und ich will nicht, dass er sie verliert. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich so getan, als ob ich sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre Mühen. Beste Grüße, Brian. PS, die Belohnung ist gut. Okay. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started.
I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Lieber Mr. Zeckler, ich bin mit meinem Dad in Länder, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Sinks Canyon angeln in Wyoming. Sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Könnten Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar Brian Goodwin. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. Classic wizards and wyverns. Spieler Brian, Charakter Gladius Silva, Ausrichtung chaotisch, gute Rasse, Halbelf, Klasse Waldläufer, Level 4, Geschlecht männlich, Alter 29, Größe 1,77, Gewicht 61 Kilogramm, Erscheinungsbild robust, Haare schwarz, Augen blau-grün, Clan Heimatwelt. Unverständliches Nerdkram. Behalten wir natürlich auch. Die Bündel packen wir gleich ein. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. Maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Ein Schulordner für Hausaufgaben und Aufsätze, offenbar von Brian Goodman, beschmiert. Ja, der Brian. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some wily coyote stuff, I'll tell you that much. Plan zur Besorgung des Rucksacks, Version 4. Besorgen Bretter, Seilsteine, okay. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but, now that I think about it... Because I know lots of stuff. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge. I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Well, that wait's over, sweetheart. Call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Sorry, boss. Brian Goodwin, Schülerwettbewerb Hamilton-Schule, Rohfassung. Miss McNamara, 6. Klasse, 4. April 86, sprechende Meteore, Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKV, Funksignalen. Können Meteore in unserer Atmosphäre dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unseren Planeten kommen,
können Ultra-Kurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Das hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Möglich ist dies dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens. Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert, und zwar so. Bei dem Verfahren werden die ionisierten Schweife von Meteoriten in unseren Atmosphären zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, über die kurzzeitige eine UKV-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometern möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde das zusammen mit meinem Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in Albuquerque in New Mexico New Mexico wohnt. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen. Aber ich vermute, dass das nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteorschauer warten müssen. Okay, dann nehmen wir mal den Bündel mit. Wir wollten das ja, die Haken. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Die Folge wird 30 Minuten sein. Oh. Okay, wir müssen dann wieder zurück zur Höhle oder was? Höchstwahrscheinlich. Weil ich habe da einen Schlitz gesehen. Okay. I know. Also ein Feldsplitz, ne? Also so ein Schlitz wie da oben auch. Habe ich da gesehen. What do you think is in there? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Yeah, especially now that I'm thinking about all the fun ways to be killed. I'm sorry. Look, at least whoever locked you in doesn't know you've gotten out. Hopefully you find whatever they're hiding in there, and it'll be worth the risk. Ob das wirklich das Risiko... Also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. Oh, zum They Glück. took some farmer's Oh mein tractor for a Gott. joyride down in Riverton and landed in jail. Dodged a bullet there. Yeah, we've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. So, wir sind da. Ich würde sagen, wir sind angelangt an den 30 Minuten. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge von Firewatch gehen wir nochmal in die Höhle rein und seilen uns ab. Und hoffentlich werden wir erfahren, wer hinter dem Ganzen steckt. Wahrscheinlich Brian. Und ja, wird wahrscheinlich vielleicht die letzte Folge sein. Ich weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen.